Wir quilten, und zwar unsere kleine Sternendecke mit einer großen Schneeflocke. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Das ist die kleine Sternendecke, wie ihr sie herstellt. Die Links dazu findet ihr unter diesem Video. Auf diese kleine Sternendecke möchten wir eine große Schneeflocke arbeiten. Und diese Schneeflocke möchten wir uns nun erst einmal selber anfertigen. Dazu nehmen wir ein Stück Papier, 65 x 65 cm groß. Da ich das hier schlecht zeigen kann, nehme ich ein kleines Papier als Muster. Dieses Papier möchten wir einmal falten. Und zwar falten wir das einmal in der Mitte. Ich habe es schon einmal vorgefaltet. Wir nehmen die rechte Seite, schlagen sie über die linke Seite und wir kippen die linke Seite darüber, damit das Ganze möglichst genau ist. Wenn wir das haben, falten wir das Ganze noch einmal zu so einem Päckchen zusammen. Von diesem Päckchen schneiden wir die obere Kante ab. So schaut das aus. Wenn wir das in groß gefertigt haben, übertragen wir einmal die Linien, die wir nachher ausschneiden möchten. Ihr könnt euch eigene Linien zeichnen oder aber unter dem Video findet ihr dieses Blatt verlinkt. Hier habt ihr meine Linien aufgezeichnet, die ihr dann einfach übertragen könnt. Wenn wir das übertragen haben, dann schneiden wir das Ganze einmal aus. Und das wird unser Stern. Mein Sandwich habe ich schon zusammengesetzt. Ich habe das aber noch nicht gesteckt, denn ich möchte meine Sternenvorlage gleich direkt auf das Sandwich stecken. Das heißt, ich falte meinen Stern mal auseinander. So, das ist mein großer Stern und diesen Stern möchte ich nun auf die Mitte setzen. Das heißt, ich stecke ihn einmal mit meinem Sandwich zusammen fest. Ja, so denke ich, wird das ganz schön. Und mit Quiltnadeln stecke ich ihn einmal, so komm her, auf meinen Top. Ein Video zur Herstellung des Quiltlöffels und zum Gebrauch habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Steckt so viele Nadeln, dass euer Papierstern flach auf eurem Quilttop liegt. Dann habt ihr euer Quilttop und euren Stern gut miteinander verbunden. Unser Stern ist gesteckt. Nun möchten wir ihn mit dem Standardfüßchen quilten. Das Ganze soll für Anfänger möglich sein, also nehmen wir das Standardfüßchen. Ich ziehe trotzdem Quilthandschuhe an, weil sich der Stoff dann, auch wenn wir mit dem Standardfüßchen arbeiten, viel besser unter der Maschine bewegen lässt. Zunächst einmal schieben wir unser Quilttop genau in die Mitte. Und dann möchten wir einfach nur dieser Linie folgen. Wir möchten unsere Vorlage nicht festnähen. Wir möchten an der Innenkante unserer Vorlage direkt auf dem Stoff entlang nähen. Und wir nehmen unseren Stern als Idee, als Richtlinie. Diese Sternflocke, Schneeflocke, die ist in der Natur auch nicht wirklich immer gleich. Sie ist an jeder Zacke ähnlich, aber nicht gleich. Und was wir machen möchten ist, wir möchten jede Zacke ähnlich gestalten und nicht gleich. Das heißt, nehmt die Form, die ihr eingezeichnet habt, als Idee. Wir setzen das Ganze einmal an, setzen unser Nähfüßchen ab. Und auch hier holen wir einmal den Unterfaden nach oben. Setzen das Ganze wieder zurück und wir vernähen dreimal auf der Stelle. Das war jetzt ein paar Mal öfter. Lieber öfter als zu wenig. Unser Stern ist gut festgesteckt, unsere Decke ist gut zusammengesteckt. Das heißt, wir können das Ganze ruhig falten. So, jetzt habe ich hier einen sicheren Griff und meine zweite Hand kann ich locker dazulegen.
Und wir nähen ganz einfach los. Hier würde ich mein Blatt jetzt zur Seite kippen. Das heißt, ich lasse die Nadel im Stoff, hebe mein Füßchen einmal hoch und senke das Ganze ab. Nehme meinen Stoff wieder zur Seite. Wenn ich in so einer Spitze ankomme, hebe ich mein Füßchen und drehe das Ganze. Wenn ich mit einem Standardfüßchen arbeite, muss ich meinen Quilt, meine Decke ganz schön oft drehen. Aber das ist okay. Bis in die Idee der Spitze. Wir drehen. So. Und wir nähen weiter. Wir drehen. Und wir nähen weiter. Am Anfangspunkt angekommen, vernähen wir dreimal auf der Stelle. Nehmen die Nadel nach oben. Wir schieben das Ganze weiter. Und wir vernähen erneut dreimal auf der Stelle. Und wir nähen weiter. Wenn ihr sicherer werdet, könnt ihr euren Fuß auch austauschen. Dann könnt ihr den Standardfuß wegnehmen und euren Quiltfuß einsetzen. Das machen wir einmal. Wir bauen unsere Maschine zum Quilten um. Meine Schneeflocke lege ich wieder unter und wir können versuchen, ob wir mit unserem Quiltfüßchen zurechtkommen. Wir holen den Unterfaden nach oben. Bei meiner Maschine kann ich dann die Fadenspannung ein bisschen verstellen. Ich drehe sie eine halbe Nummer höher. Das macht viel aus. Und wir legen los. Wir halten unsere Fäden fest, vernähen dreimal auf der Stelle. Oder ein bisschen öfter. Jetzt habe ich genau ins Papier genäht, aber auch das ist okay. Und wir folgen nun unserer Spur. Jetzt brauchen wir unseren Quilt nur noch schieben. Das heißt, wir schieben einmal genau unsere Form entlang. Vernähen auf der Stelle und wandern weiter. Vernähen. Weiter. Hier greife ich jetzt mit meinem Füßchen unter die Fläche, das heißt, ich halte einmal an, hebe mein Füßchen hoch, schiebe das Ganze drunter und arbeite weiter. Vernähen. Und weiter. Ihr seht auch die einzelnen Formen, die sind hier schon ein bisschen unterschiedlich. Arbeitet die genauso unterschiedlich nach oder anders unterschiedlich, auf jeden Fall unterschiedlich. Das lässt das Ganze sehr lebendig wirken. Wenn wir den inneren Kreis haben, schieben wir das Ganze einfach weiter zur nächsten Linie. Und nun fahren wir mit unserem Füßchen die nächste Form nach. Unsere Schneeflocke besteht aus vielen einzelnen, immer neu
gestarteten Elementen. Das ist für Anfänger ganz nett, wenn ihr merkt, euch geht die Konzentration aus, ihr habt nicht dieses Problem, wo stoppe ich denn? Oder wenn irgendwas so daneben geht, dass es euch gar nicht gefällt, habt ihr nicht dieses Problem, dass es mitten in einem Thema ist. Es sind immer nur einzelne Elemente. Alles lässt sich erneuern, alles lässt sich ersetzen und alles lässt sich in einem quilten. Wie auch immer das gerade für euch passt. Wenn wir unser letztes inneres Feld gequiltet haben, dann wandern wir zu unserem Außenrand. So. Und wir versenken erneut die Nadel. Unsere Schneeflocke, die wird gehalten von all diesen, von all diesen Wanderfäden. Das heißt, auch wenn wir jetzt keine Nadeln mehr in unserer Schneeflocke haben und unsere Schneeflocke tatsächlich nicht festgenäht haben, sie verrutscht nicht. Das heißt, wir können jetzt also ohne Probleme einmal um unsere Schneeflocke herum quilten. Und wir legen los. Dreimal auf der Stelle. Es gibt einige Tipps und Tricks, die man beachten kann, wenn man denn ein solches Projekt wie diese Schneeflocke quilten möchte. Da wird es ein zweites Video geben, in dem ihr ganz viele Tipps und Tricks nur zu solchen Projekten finden werdet. So, die Quilthandschuhe kann ich ausziehen und jetzt kommt der spannende Moment. Wir schneiden alle Wanderfäden ab und nehmen unseren Stern ab. Und unsere Schneeflocke brauchen wir dann einfach nur noch abnehmen. Und wir haben ein schönes Ornament geschaffen. Und würden wir die Rückseite, wie in meinem Beispiel, jetzt nicht zu klar wählen, sondern noch ein Motiv auf unserer Rückseite haben, dann wird auch hier unsere Schneeflocke als Ornament zu sehen sein und nicht im Einzelnen. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten und patchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!